ich habe den aufgesprüht und dachte mir noch so, was passiert hier? Das war für mich eine Explosion von Emotionen und meine Nase ist damit erstmal gar nicht zurechtgekommen. Hi und schön, dass du wieder mit dabei bist. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Lisa von Porphyry und hier dreht sich alles rund um Nischendüfte. Wenn du also genauso duftverrückt bist wie wir von Porphyry, dann abonniere gerne diesen Kanal und aktiviere am besten auch die Glocke, damit du keine neuen Videos verpasst. Heute habe ich dir meine Top 4 Düfte von der wundervollen Marke Initio mitgebracht. Für mich ist das wirklich eine ganz, ganz tolle Marke. Ich trage die Düfte sehr, sehr gerne. Deswegen habe ich dir mal meine Favoriten mitgebracht, die alle in eine sehr unterschiedliche Richtung gehen. Ich finde, es ist ja auch immer wichtig, dass für jeden von euch auch was Passendes mit dabei ist. Und der erste Duft, mit dem wir auch starten werden, ist der Musk Therapy von Initio. Warum starte ich mit diesem Duft? Weil ich finde, dass das ein Duft ist von Initio, der nicht ganz so stark ist, der nicht ganz so einnehmend ist, wenn man das bei Initio-Düften überhaupt irgendwie revidieren kann. Das ist für mich aber schon in der Reihe auch der Düfte, die ich dabei habe, der Duft, der am zurückhaltendsten ist. Und ich starte mit dem, weil ich ansonsten den wahrscheinlich am Ende, wenn ich den als letztes riechen würde, einfach nicht mehr wahrnehmen würde. Der Musk Therapy kommt in diesem wunderschönen Flakon. Ich finde, Initio hat wirklich schöne, hochwertige Flakons, hier in einem tollen Weiß gehalten mit schönen goldenen Details. Und wie der Name schon ahnen lässt, steht bei Musk Therapy der Moschus auf jeden Fall im Mittelpunkt. Lasst uns mal gemeinsam an dem schönen Musk Therapy riechen. Ja, wir haben hier im ersten Riechen schöne kleine zitrische Noten mit drin. Hier vor allem eine Mandarine und ich finde, der Duft, der geht ganz, ganz schön in die Nase. Also wie ich vorhin gesagt habe, der schlägt einen nicht um, wenn man den riecht, sondern der ist super angenehm, geht schön in die Nase rein, hat was schön Mandariniges, schon was schön Fruchtiges am Anfang, eine kleine Süße mit drin. Und ich finde schon im ersten Riechen, da merkt man, der Duft wird sich zu einem sehr, sehr cremigen und sehr körpernahen Duft entwickeln. Also ich finde schon allein beim ersten Sprüher merkt man, dass das jetzt nicht der Duft ist, der eine wahnsinnig riesengroße Silage hat und hier alles andere in der Umgebung übertönen wird. Nein, da merkt man schon, der bleibt so ein bisschen körpernäher. Und ich finde, das ist auch genau das, was den Duft ausmacht. Wir haben am Anfang eben diese kleinen fruchtigen Noten, wir haben eine Mandarine mit drin, wir haben aber auch eine kleine Johannisbeere, die da auf jeden Fall mit rauskommt. Und im Duftverlauf wird der Duft sehr viel cremiger. Ja, der wird cremiger, der wird leicht sauber auch, also der hat einen leicht sauberen Touch, der legt sich schön auf die Haut und ich hatte den Duft tatsächlich dabei, als ich jetzt vor kurzem in Südtirol war und ich habe den aufgetragen und da einfach so ein bisschen öfters getragen, um auch zu schauen, wie er sich so bei mir entwickelt. Und ich habe den Duft in der Erwartung mitgenommen, da irgendwie so einen wirklichen Heavy-Hitter zu bekommen und ich dachte erst so, ist meine Nase irgendwie nicht ganz richtig? Aber ich muss sagen, das ist wirklich in der Reihe von Initio ein Duft, der einfach ein bisschen gedimmter ist und wirklich so einen schönen, körpernahen Charakter auch hat. Also der riecht wie Haut, nur sehr, sehr, sehr viel besser. Ich finde, es ist so ein Duft, den kann man wirklich immer tragen, zu jedem Anlass. Auch jetzt gerade, wenn so die wärmere Jahreszeit kommt, finde ich, kann man den super tragen, weil er halt einfach nicht so erschlägt. Also das ist wirklich ein Duft, der geht für mich für jeden Anlass, zu jeder Tageszeit und den kann man wirklich wahnsinnig unkompliziert tragen. Neben der Mandarine haben wir am Anfang auch eine kleine, schöne Bergamotte mit drin, die eben eine zitrische Note mit reingibt. Im Verlauf kommt aber auf jeden Fall schön auch Sandelholz mit raus. Sandelholz ist für mich immer so ein bisschen sinnlich. Ich finde hier aber in der Kombination gibt es eher nochmal so einen sauberen, klaren Charakter nochmal mit rein. Man könnte jetzt vielleicht auch meinen, dass der Duft jetzt nur für Frauen geeignet ist. Das finde ich nicht. Also ein gepflegter Mann kann den super tragen, hat halt nicht so die Bad Boy-Vibes, wie man vielleicht von Initio gewöhnt sein könnte. Das natürlich nicht, weil er einfach diesen sauberen Charakter hat und für mich ein wirklich schöner Duft, der eben zu jedem Anlass auch geht. Auch den nächsten Duft trage ich wahnsinnig gerne. Das ist wirklich ein Duft, der für mich auch wirklich immer geht und den ich immer riechen könnte. Also ich habe mich an dem einfach noch gar nicht satt gerochen und ich finde, das ist auch ein ganz, ganz wundervoller Unisex-Duft. Und ich spreche von keinem anderen als dem Paragon. Das ist wirklich ein wirklich toller Duft aus der Hedonist Collection. Auch in einem weißen Flakon gehalten. Hier aber eher so ein Rosé-Gold vorne. Wir hatten ja bei Musk Therapy eher Gold mit drauf, hier eher ein Rosé-Gold.
Und das ist wirklich auch ein ganz, ganz schöner, toller, tragbarer Duft von Initio. Lasst uns mal riechen. Geht in eine ganz andere Richtung. Wir haben hier eine schöne kleine Bergamotte am Anfang. Da gesellt sich aber schon von Beginn eine schöne Salbei und schöne Lavendelnote mit rein. Das gibt dem Duft neben eben dieser kleinen Zitrigkeit für mich ein bisschen Würze auch mit rein und der Duft entwickelt sich ganz, ganz einzigartig. Denn nach diesem eher frischen, cleaneren Start aus Bergamotte, Salbei und Lavendel, da schiebt sich so eine schöne Würzigkeit mit rein, da schiebt sich eine kleine Pfeffrigkeit mit rein. Und die wird toll ergänzt durch eine süße Pflaume. Ich finde wirklich, die Pflaume steht hier nicht im Vordergrund. Also das ist jetzt kein fruchtiger Heavy-Hitter mit einer totalen Pflaume im Fokus für mich, das auf jeden Fall nicht. Aber die gibt eine schöne Süße schon nochmal mit rein und macht den Duft auch mal ein bisschen schwerer. Und dann kommt dieses wunderschöne Palo Santo Holz raus. Das ist ja dieser, ja, ich sag mal, spirituelle Charakter, der dem Duft auch eben dieses besondere Etwas mit reingibt. Dieses Holz riecht einfach wundervoll und macht den Duft noch mal ein bisschen für mich, ja, würziger, sinnlicher und rundet es ganz, ganz, ganz toll ab. Ja, der Duft ist wirklich auch einer, den man zu jedem Anlass tragen kann, wo man zu jeder Tageszeit auch tragen kann. Also ich würde den Duft immer tragen. Also das ist auch so ein Immergeher-Duft für mich. Und der ist wirklich ganz toll unisex, passt für mich genauso zu Männern als auch zu Frauen. Das finde ich halt auch immer schön, wenn die Düfte komplett unisex sind und es da einfach auch keine Einschränkung gibt. Wenn der Duft dann eine Weile auf der Haut ist, dann kommt wirklich eine ganz tolle Oud und eine schöne Sandelholznote mit raus. In Kombination mit dem Palo Santo ist das einfach wirklich eine ganz, ganz tolle Kombination. Und wenn du den Paragon noch nicht gerochen hast, kann ich den nur ans Herz legen. Das ist wirklich ein wundervoller Duft. Gefällt mir sehr gut und ich bin total froh, dass Initio diesen Duft mit rausgebracht hat. Der ist ja noch gar nicht so alt und wir haben den auch noch gar nicht so lange im Sortiment. Insofern probier ihn gerne mal aus und lass mich gerne auch wissen, wie du ihn findest. So, jetzt lasst uns mal von den alltagstauglichen Düften zu den ultimativen Heavy-Hittern kommen. Und ich rede von keinem anderen als dem Absolute Aphrodisiac von Initio. Das ist wirklich ein All-Time-Favorite-Duft für mich von der Marke. Ich liebe diesen Duft. Tatsächlich war das auch der erste Duft, den ich von Initio gerochen habe und getragen habe. Und ich dachte mir am Anfang so, oh mein Gott. Also ich habe den aufgesprüht und dachte mir nur so, was passiert hier? Das war für mich eine Explosion von Emotionen und meine Nase ist damit erstmal gar nicht zurechtgekommen. Mittlerweile liebe ich diesen Duft und wann immer ich irgendwie abends unterwegs bin oder schick ausgehe oder ähnliches, dann trage ich diesen Duft und ich kann gar nicht zählen, wie viele Komplimente ich für diesen Duft schon bekommen habe. Der ist einfach so schön, der ist so einzigartig, der ist aber auch so anziehend und so, so sexy. Also das ist wirklich ein ganz besonderer Duft. Ich finde den Wahnsinn. Lasst uns mal gemeinsam an diesem Duft riechen. Ich hoffe, ich komme jetzt emotional darauf klar. Ja, schön. Wir haben am Anfang eine ganz, ganz, ganz kleine, minimale zitrische Note. Die macht den Duft aber nicht aus. Die verschwindet sofort. Aber die gibt dem Duft am Anfang, finde ich, noch diese kleine Leichtigkeit mit rein, bevor sich dieser Duft einfach sowas von schwer entwickelt und richtig schwer auch auf die Haut legt. Ja, die Bergamotte geht sofort weg, also die ist fast nicht wahrzunehmen und was im ersten Riechen schon mit rauskommt und es bleibt auch im Verlauf so, ist auf jeden Fall die Vanille. Für mich ist das aber kein typischer Vanilleduft, also das ist jetzt kein so ein Gourmand-Vanille-Duft, sondern diese Vanille, die gibt im Duftverlauf einfach so eine schöne Wärme, so eine schöne Cremigkeit. Da gesellt sich ja unter anderem auch Amber noch dazu. Das macht den Duft cremig, schwer, warm, sinnlich. Und wir haben da ja eine ganz spezielle Zutat mit drin, und zwar ist das Bibergeil. Das macht den Duft würzig, süß, wirklich auch aphrodisierend, so wie es der Name auch sagt. Es hat einfach was sehr Anziehendes, was sehr sexy-mäßiges auf jeden Fall mit drin. Der Duft hat auf jeden Fall eine wahnsinnig lange Haltbarkeit.
Allgemein, die Düfte von Initio sind sehr, sehr lange haltbar. Aber ich finde, gerade wenn man jetzt in die Richtung von diesen Heavy-Hitter-Düften geht, der Absolute Aphrodisiac, der hält locker den ganzen Tag. Wenn man den wirklich auf Haare oder auch auf Kleidung aufträgt, dann riecht man den auch noch am nächsten Tag. Also Silage, Wahnsinn, Haltbarkeit, top. Also das ist wirklich ein Duft, da braucht man auch echt wenig nur aufsprühen. Ich habe am Anfang den Fehler gemacht, dass ich essen gegangen bin, habe mir einfach so 4 Sprüher von dem Duft aufgetragen. Ich konnte mein Essen nicht mal mehr genießen, weil ich einfach nur noch diesen Duft gerochen habe. Und mir hat es auch total leid getan für meine Begleitung, die dabei waren. Ich glaube, die haben auch nichts anderes geschmeckt als den Duft, den ich getragen habe. Insofern, Tipp: wenig davon auftragen, reicht vollkommen. Was an dem Duft total schön ist, ist, dass sich mit der Zeit eine schöne holzige Note mit reingesellt. Ich finde tatsächlich, der Duft hat auch irgendwie was Kleines, Ledriges und auch vielleicht so was Kleines, Rauchiges. Also das steht nicht im Fokus. Das ist aber für mich auf jeden Fall schon rauszuriechen. Ist so ein bisschen ledrig, würzig, kleine rauchige Note, vielleicht auch durch dieses Bibergeil, was da eben diese Würzigkeit nochmal mit reingibt. Also das ist auf jeden Fall ein Duft, da passiert wahnsinnig viel, finde ich, im Verlauf. Und dann legt er sich einfach richtig schön cremig auf die Haut und ist einfach da und ist einfach präsent. Was ich an dem Duft spannend finde, wenn du ein Mann bist, der auch eher etwas süßere Düfte vielleicht mag und eben auch so intensive Düfte, wo eben auch eine schöne Vanillenote nochmal mit rauskommt, dann kann ich mir den Duft wirklich sehr, sehr gut auch an einem Mann vorstellen. Also gerade auch schön gekleidet, vielleicht ein Anzug, vielleicht irgendwie zum Weggehen gestylt, dann hat der Duft wirklich auch einen ganz, ganz tollen Effekt, finde ich, bei einem Mann. Für mich ist das jetzt kein Frauenduft. Insofern, ich bin total gespannt, ob hier vielleicht jemand zuschaut, gerade ein Mann, der den Duft auch schon getragen hat oder ihn auch gerochen hat. Würde mich total interessieren, ob du als Mann den Duft auch tragen würdest. Der nächste Duft, den ich dabei habe, ist der Oud for Greatness. Und ich würde sagen, das ist fast schon ein Klassiker unter den Initio-Düften. Und wie man unschwer an dem Namen erkennen kann, ist die Hauptkomponente, die auch im Fokus steht, auf jeden Fall Oud. Und lasst uns da mal gemeinsam dran riechen. Ja, schon im ersten Riechen kommt eine schöne holzige Note mit raus. Am Anfang vielleicht noch ein bisschen zurückhaltender. Im Duftverlauf kommt die auf jeden Fall präsenter nochmal mit raus. Ich finde, was man am Anfang auch sehr stark riecht, ist ein schöner Lavendel. Wir haben auch Muskat in dem Duft mit drin. Das gibt dem Duft, ja, mit dem Lavendel, der eben diese Frische mit reingibt, mit dem Muskat, was so einen kleinen Pep nochmal mit reingibt. Ist ein toller Auftakt. Ich finde, der Duft hat auch im Auftakt was schön leicht Süßes. Und im Duftverlauf kann man auf jeden Fall sagen, dass Oud noch mehr in den Fokus rückt. Ich finde tatsächlich, der Duft gewinnt auch an einer gewissen Rauchigkeit. Also der kriegt so eine markante Seite mit rein, das Oud kommt in den Fokus, es wird ein bisschen rauchiger, fast schon einen kleinen Touch ledrig, wobei für mich ist der Duft eher so ein bisschen eben trocken, holzig, würzig, wirklich toll komponiert. Mit der Zeit nimmt auf jeden Fall Patchouli auch einen gewissen Platz ein. Wir haben hier eine schöne Erdigkeit, die nochmal mit reinkommt. Für mich ist das wirklich, wie ich es schon am Anfang gesagt habe, fast schon ein Klassiker unter den Initio-Düften. Ich finde, der Duft, der wirkt wirklich toll zu besonderen Anlässen. Ist auch ein Duft, der schon eine krasse Silage hat, der aber auch eine wahnsinnig tolle Haltbarkeit hat, aber auch hier einfach Spaß am Auftragen. Also gerade der Absolute Aphrodisiac und eben der Oud for Greatness sind 2 Düfte. Da reicht es, wenn man 1, 2 Sprüher aufträgt. Die nimmt man auf jeden Fall wahr. Braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und ich finde, der Duft ist leicht maskulin, kann aber super unisex auch funktionieren. Also ich sehe auch unter anderen Videos, die ich gemacht habe, oftmals Kommentare von Frauen: Hey, du hast gesagt, hier dieser Lederduft ist vielleicht eher für Männer geeignet, ich bin eine Frau, ich trage den trotzdem. Macht das auf jeden Fall, ich finde es total toll. Ich kann immer nur subjektiv euch natürlich mitgeben, was für eine Tendenz der Duft hat. Hier könnte man jetzt sagen, vielleicht leicht maskulin, wobei ich finde, dass das Oud in diesem Duft wirklich so fein ist, dass man das auch wirklich ganz toll als Frau tragen kann. Insofern hoffe ich, dass ich auch für dich einen Initio-Duft mit dabei habe, den du vielleicht noch nicht kennst, den du vielleicht ausprobieren möchtest. Ich mag die Marke wirklich total gerne und das sind meine Top 4 Favoriten davon. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das total gerne. Ich freue mich über jeden Abonnenten und ich sage damit bis bald. Ciao, ciao!